Hallo, guten Morgen, guten Abend oder so. Ich heiße Julie Garcia und komme aus Flagstaff, Arizona. Ich studiere Deutsch. Ich habe es gelernt, weil ich es sprechen können möchte. Von Beruf will ich eines Tages Literaturübersetzerin werden. Außerdem schaue ich gern Filme an und möchte vielleicht deutsche Filmuntertiteln übersetzen. Mein Nebenfach ist Englisch. In dieser Sprache will ich Schriftstellerin oder Lektorin werden. Das heißt editieren. Aber egal. In dieser Zeit will ich über etwas Superwichtiges sprechen, über das bisher noch niemand gesprochen hat. Das war ein Witz. Ich will eigentlich über etwas Unbeschwerteres, Leichtherzigeres, Fröhlicheres sprechen. Und deshalb spreche ich in meinem Vortrag über Glühwein. Zuerst ein wenig historischer Hintergrund zum Getränk. Wir können in die Antike zurückgehen. Vor tausenden Jahren hatten die Römer Rezepte für Glühwein. Naja, vielleicht nicht genau das. Und jetzt haben wir eine kleine Vokabelstunde. Sie haben Gewürze wie Zimt, Nelken, Lorbeer, Thymian und Koriander benutzt. Heutzutage benutzen wir noch Zimt und Nelken, aber jetzt auch Anis, Kardamom, Muskatnuss und Piment. Vor hunderten Jahren wurden in einer kleinen Stadt in Sachsen Rezepte gefunden. Genauer gesagt, sie wurden im dortigen Schloss gefunden. Der Schlossbesitzer, August Joseph Ludwig von Wackerbarth, galt als Alchemist. Dass er versuchte, Gold zu erzeugen, ist aber unbewiesen. Die einzige Rezeptsammlung, die in seinem Schloss gefunden wurde, war für die Verbesserung von Weinen und für Mixgetränke auf Weinbasis. Das wiedergefundene Rezept ist vielleicht das älteste überlieferte Glühweinrezept Mitteldeutschlands. Es lautet 4 Loth Zimt. Ein Loth ist ungefähr ein Esslöffel, 2 Loth Ingwer, 1 Loth Anis, 1 Loth Granatapfel, 1 Loth Muskatnüsse, 1 Loth Kardamom und 1 Gran Safran. Ein Gran ist ungefähr eine Prise. Allerdings stellen Menschen überall seit langem Gewürzwein her. Jetzt erzähle ich Ihnen von einem neueren Ereignis. In der Weinkellerei Kunzmann hat Rudolf Kunzmann vorverpackten Glühwein verkauft. Das war ein großes Problem. Der Zusatz von Zucker war verboten. Man konnte dem eigenen Wein Zucker hinzufügen, aber man konnte ihn nicht auf diese Weise verkaufen. Herr Kunzmann musste ein Bußgeld zahlen, aber das Gesetz wurde bald geändert. Rudolfs Sohn Jürgen sagt, das Bußgeld beweist es. Wir waren die Ersten in Deutschland, die Glühwein abgefüllt haben. Jetzt ein bisschen kultureller Hintergrund. Viele Leute freuen sich auf Glühwein zur Weihnachtszeit. Auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen die Verkäufer Glühwein in speziellen Tassen. Einige haben Tassen, die jedes Jahr ein anderes Design haben, was sie zu einem Sammelobjekt macht. Hier ist die Glühweintasse 2019 von dem Christkindlesmarkt. Cool! Wenn Sie auf einem Weihnachtsmarkt Glühwein kaufen möchten, dann seien Sie bitte vorsichtig. Kaufen Sie keine vorbereitete Tasse. Sie können Füsseln oder andere unerwünschte Zutaten enthalten. Das ist genug historischer und kultureller Hintergrund. Warum versuchen wir nicht, ihn zu machen? Es kann Spaß machen.
ungefährlich sein. Los geht's! Lass uns Glühwein machen. Ich habe das noch nie getan. Rezept 1. Klassischer Glühwein selbst gemacht. Erstens die Zutaten. Eine Flasche trockenen Rotwein, zum Beispiel Spätburgunder. Eine Orange in Scheiben. 2 Zimtstangen. 3 Gewürznelken. 2 bis 3 Esslöffel Zucker, Honig oder Agavendicksaft. Ich benutze letzteres. Nach Geschmack einige Kardamomschoten und je nach Wunsch Vanilleschote. Ich habe weder das eine noch das andere. Vanilleschoten sind sehr teuer und Kardamomschoten sind schwer zu finden. Erwärmen Sie den Wein in einem großen Topf. Auf mittlerer Stufe. Erwärmen Sie ihn nur. Kochen Sie ihn nicht. Fügen Sie beim Erwärmen die restlichen Zutaten hinzu. Orangenscheiben. Zimtstange. Nelken. Yes. Und Agavendicksaft. Das Rezept sagt, wer den intensiven Geschmack von Kardamom mag, der kann einige Kapseln beifügen. Ich schätze, Kardamom ist intensiv. Das ist egal, aber Kardamom ist zu teuer. Es steht nicht, wie lange er erwärmt werden soll. Bis er heiß ist. Wie heiß? Okay, also, es ist Zeit für lustige Fakten, aber nicht wirklich lustig. Nummer 1. Glühwein enthält durchschnittlich ca. 9 bis 10% Alkohol. Nummer 2. Die Deutschen tranken 2016 rund 50 Millionen Liter Glühwein. Nummer 3. In einer großen Tasse Glühwein verstecken sich bis zu 200 Kilokalorien. Wow. Zooming in. Nehmen Sie den Topf von der Hitzequelle weg. Lassen Sie das Ganze mit allen Zutaten etwa 1 Stunde ziehen. 1 Stunde? Dann machen wir das zweite Rezept, während wir warten. Rezept 2. Weißen Glühwein selber machen. Die Zutaten sind eine Flasche Weißwein, zum Beispiel Riesling, eine Orange in Scheiben, eine Zitrone, 3 Stücke Sternanis, 2 Zimtstangen und 2 bis 3 Esslöffel Zucker, Honig oder Agavendicksaft. Ich konnte kein Sternanis finden. Deshalb benutze ich Anisextrakt. 1/4 Teelöffel. Bevor wir den Wein erwärmen, müssen wir einige Zutaten vorbereiten. Wir brauchen Orange und Zitronenschale, sowie Orange- und Zitronensaft. Achten Sie hierbei darauf, nur die Haut reiben, die Farbe hat. Die weiße Haut schmeckt zu bitter für den Weißwein. Das Rezept sagt, presse dann den Saft aus Orange und Zitrone und gib ihn zusammen mit dem Weißwein in einen Topf.
Was? Was dann ist mit den Scheiben? Warum habe ich die Orange in Scheiben geschnitten? Zum leckeren Auspressen? Also gut. Das ist unerwünscht. Fügen Sie die Gewürze und Ihr gewähltes Süßungsmittel hinzu. Genau wie beim Rotwein erwärmen Sie ihn langsam auf mittlerer Stufe. Oder weniger. Achten Sie bitte darauf, dass der Wein niemals kocht. Mehr lustige Fakten? Nummer 4. Zimt mindert das Völlegefühl, Kardamom hilft gegen Blähungen und Nelken wirken antibakteriell. Nummer 5. Wird Glühwein über 80 Grad Celsius erhitzt, verdampft der Alkohol und der Glühwein wird leicht bitter. Hilfreiche Fakten von der Christkindlesmarkt-Website. Damit der Glühwein möglichst wenig von seiner Wärme verliert, ist es ratsam, ihn in vorgewärmte Gläser zu füllen. Das ist eine interessante Idee. Vielleicht werfen wir ein paar Tassen in den Ofen. Wir haben alle unsere lustigen und hilfreichen Fakten benutzt. Ja dann. Was tut du da? Ich schaue nach Dampf. Wir haben Dampf. Nehmen Sie den Topf von der Wärme weg und lassen ihn etwa eine Stunde ziehen. Noch eine Stunde? Wie lange Zeit der letzten? Okay, weitermachen. Rezept 3. Glühweinrezept. Alkoholfrei. Es reimt. Die Zutaten für dieses Rezept sind 1 Liter Trauben- oder Apfelsaft. 1 Liter ist ein bisschen mehr als 4 Tassen. 3 Zitronenscheiben, eine Zimtstange, 2 Gewürznelken, ein kleiner Apfel in kleine Würfel geschnitten und etwas Honig oder Zucker. Ich benutze Traubensaft und Honig dafür. Ich habe eigentlich keinen Honig. Erwärmen Sie den Saft mit allen Zutaten außer dem Süßstoff. Obstsäfte sind normalerweise sehr süß. Möglicherweise brauchen Sie keine zusätzliche Süße. Ich probiere ihn. Wie schmeckt er? Süß. Jetzt, der Rotwein ist lange genug ziehen gelassen worden. Dann gießen Sie die Mischung durch ein Sieb. Wir müssen alle wieder erhitzen. Der Weißwein müssen wir nicht zusieben. Für den Weißwein können Sie jedoch Apfelscheiben hinzufügen. Er ist fertig. Prost! Und da haben Sie ihn. Eine kleine Info zum Glühwein und wie man ihn herstellt. Meine Lieblingsversion ist der Rotwein. Welche Version ist Ihre Lieblingsversion? Lassen Sie es mich im Kommentarteil wissen.
Fröhliche Feiertage. Drei Stück Stern, Hannes.